Gärungsschnitte an der Kapp- und Gärungssäge sind gar nicht ganz so einfach, wenn ihr ehrlich seid, wenn wir genau arbeiten wollen. Aus diesem Grund bauen wir uns eine Vorrichtung für die Kapp- und Gärungssäge, um im Zehntelbereich Gärungen super genau sägen zu können. Ja, ich weiß, es hört sich blöd an, eine Vorrichtung für die Kapp- und Gärungssäge. Aber lasst euch überraschen. So, was will der jetzt schon wieder? Eine Vorrichtung für die Kapp- und Gärungssäge? Dafür ist eigentlich eine Kapp- und Gärungssäge gut, um Gärungen schneiden zu können. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wie genau funktioniert das eigentlich mit der Kapp- und Gärungssäge, um richtig schöne, saubere Winkel hinzubekommen? Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und heute das Thema Gärungen an der Kapp- und Gärungssäge. Ihr wisst es ja selber ganz genau, wer schon mal versucht hat, hochgenau zu arbeiten und wo es wirklich absolut passen muss. Ihr macht einen 45-Grad-Schnitt dort, ihr macht einen 45-Grad-Schnitt dort, dreht die ganze Säge um und am Schluss passen die Gärungen nicht wirklich zusammen. Und das ist wirklich ärgerlich und deshalb bauen wir uns heute eine richtig geile Vorrichtung, womit das richtig super im Zehntelbereich funktioniert. Wichtig zum Erwähnen ist es, dass ich mit dieser Vorrichtung jeden Wunschwinkel einstellen kann, den ich haben möchte und vor allem es ist super schnell einzustellen und mega super auf den Zehntel genau. Ihr kennt es von der Kapp- und Gärungssäge bestimmt. Ihr habt ja da feste Raster, aber selbst diese Raster sind nicht zu 100% immer fein justiert. Selbst an meiner Festtool habe ich jetzt erstmal fein justieren müssen, damit diese Winkel überhaupt passen zueinander. Und dann habt ihr einen anderen Winkel, der nicht im Raster ist und schon müsst ihr mit dem Winkelmesser hingehen und das Ganze fein justieren, einstellen und dann müsst ihr das Ganze wieder verstellen, rüberdrehen, wieder einstellen. Das dauert mir teilweise zu lang und mit dieser Vorrichtung haben wir alle diese Probleme super genau gelöst. Ich würde jetzt aber sagen, ich rede jetzt nicht lang um einen heißen Brei rum. Wir starten mit der Bauanleitung. Ich werde das Ganze mit Musik ein bisschen untertiteln. Wir werden das Ganze am Schluss einfach besprechen, damit ihr das Ganze auch nachbauen könnt mit Maße. Und wir werden natürlich dann uns anschauen, wie genau diese Vorrichtung dann am Schluss funktioniert.
Sehr geil, unsere Vorrichtung ist fertig, richtig cool. Bevor ich jetzt euch aber die ganzen Maße sage und auf was ihr achten müsst, werden wir das Ganze natürlich jetzt erstmal an der Kapp- und Gärungssäge versuchen. Und wir werden hier ein paar richtig schöne Schnitte machen, um zu schauen, wie genau es ist. Also gut Leute, angenommen ihr wollt jetzt hier außen einen 45 Grad Winkel hinsägen. Das ist gar kein nicht so richtig 145 Grad. Das messen wir jetzt gleich mal. Der Spalt ist ein bisschen größer. Das heißt, wir messen das Ganze mal und das können wir dann mit unserer Leere hier einstellen. Ja, genau, wir haben 89,5 Grad. Und diese 89,5 Grad, ihr wisst ja, wir können das nicht wirklich einstellen in der Kapp- und Gärungssäge. Also das wird nie hundertprozentig genau. Ich will jetzt eigentlich hier einen 90 Grad Winkel. Ja, 89,4. Jetzt müssen wir nochmal ganz genau messen, dass es auch richtig passt. 89,5, das passt. Und das Ganze werden wir jetzt hier an unserer Vorrichtung einstellen. Dazu lösen wir unsere Schrauben und legen unser Winkelmesser legen wir exakt dorthin, 89,5 Grad und festschrauben. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht machen. Und jetzt können wir an die Kapp- und Gärungssäge gehen. So, Platte auf die Kapp- und Gärungssäge. Ich erkläre es euch gleich nochmal, auf was ihr wirklich achten müsst. Aber jetzt machen wir das Ganze jetzt einfach mal zum Testen. Und zwar stellt ihr jetzt euer Sägeblatt genauso ein, wie euer erster Schlitz hier ist. Achtet darauf, dass die Säge nicht komplett runtersägt, sondern dass ihr das Ganze einfach von der Höhe begrenzt, dass es halt einfach reicht. Legt das Ganze aus. So passt der Schnitt exakt. Und dann können wir das Ganze natürlich festschrauben mit unseren Haltern. Und dann können wir schon mal lossägen. So, okay, wir können loslegen. Ganz einfach, Stückchen anlegen auf diese Seite und durchsägen. Dann nehmen wir unsere andere Seite, legen sie hin. Und schauen, wie gut es passt. Die Stunde der Wahrheit und wir wollen es jetzt mal genau anlegen und schauen mal, wie super es arbeitet. Und jetzt schaut euch mal diesen perfekten Gärungsschnitt an. Die Bretter liegen wirklich absolut an der Kiste an und wir haben einen richtig schönen Schnitt und wir haben keine 45 Grad und das kriege ich damit wirklich nicht hin, wenn ich jetzt nur mit der Kapp- und Gärungssäge das Pi mal Daumen einstelle und die ist nicht justiert. Jetzt mal ganz ehrlich, was meint ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Jetzt probieren wir was anderes. Jetzt werden wir mal einen 50 Grad Winkel einstellen. Also hier jetzt auf dem Fall dann 100. Und das probieren wir jetzt und schauen mal, wie genau wir sägen können wieder. So, Test. Probieren wir es mal und legen es jetzt einfach mal hier hin. Ich lege es zueinander. Perfekte Gärung. Und jetzt legen wir mal das Messwerkzeug hier rein. Und was sagt die Uhr? Also mega, ihr seht es gerade, es ist sowas von genau, richtig geil. Also das funktioniert ja mal echt richtig mega. Wir kommen gleich zu den Maßen. Jetzt gebe ich euch aber vorab schon mal einen kleinen Tipp. Ich will es nicht mehr auf dieser Vorrichtung haben. Gut, ich könnte es auf jeden Fall noch machen. Wenn ihr das Ganze runterschiebt und ich habe es, ja, da könnt ihr auch ganz normale Klötze nehmen. Ich habe jetzt einfach mal die Ecken genommen von den Abschnitten jetzt gerade eben. Und wenn ihr die ganzen Sachen jetzt hier hinklebt und das Ganze auf das Sägeblatt ausrichtet, auf 90 Grad Winkel, dann seht ihr, dann sind es richtige Stopper, dann kann nichts passieren. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt einfach hier hochschieben und wieder runterschieben und ihr seid absolut perfekt, wenn ihr das Ganze ausrichtet, perfekt im 90 Grad Winkel zum Sägeblatt.
Ja, dann lasst uns einfach mal über die Maße reden für diejenigen, die das Ganze nachbauen wollen. Die Größe in der Platte, die passt ihr euch natürlich auf eure Kapp- und Gärungssäge einfach an, je nachdem wie groß eure Säge ist. Wir haben ja hier zwei Platten, ich habe ja aufgedoppelt, das habt ihr ja gesehen einfach, dann funktioniert das in der Mitte, dieses Schiebeteil funktioniert so halt einfach am besten. Ich habe hier Multiplex verwendet, könnt ihr auch nehmen, was ihr wollt an Holz, das ist auch ganz klar. Fangen wir mal an. Die Grundplatte ist auch ganz logisch und jetzt fangt ihr das Ganze einfach mal an, 3 Teile zu sägen. Ich habe jetzt in der Mitte einen Schlitten gewählt, der hat 120 mm an Breite. Das könnt ihr natürlich auch ein bisschen schmaler machen noch, aber bedenkt dran, dass ihr dann hier diese Führungen auch noch hinmachen müsst. Also 120 mm. Das ergibt sich natürlich aus der Größe von eurer Kapp- und Gärungssäge. Die Arme sind bei mir 50 mm breit und haben eine Länge von 280 mm. Die Länge ergibt sich natürlich auch aus der Größe der Platte, die ihr natürlich dann auf eure Kapp- und Gärungssäge anpasst. Die Dübel in der Mitte, das sind M8er Dübel oder halt eine 8er Bohrung. Genauso auch die Sterngriffe, da habe ich M8 verwendet. Ebenso auch dann natürlich wie die Einschraubgewinde. Das erste, was ich gemacht habe, bevor ich das Ganze festgeschraubt habe, ist ganz wichtig, legt die Platten erstmal auf eure Kapp- und Gärungssäge hin, wie der Anschlag dann hier einfach ist. Also wirklich schön hinschieben, dass es schön anschlägt und dann macht ihr einfach mal den ersten Schnitt. Der erste Schnitt ist richtig super wichtig, nicht zu tief, da bin ich zu tief runter, ist mir passiert. Also begrenzt eure Tiefe auf jeden Fall von eurer Kapp- und Gärungssäge. Und macht den ersten Schnitt. Denn das ist nämlich ganz wichtig, das Ganze wird nämlich alles nach diesem Schnitt wird hier ausgerichtet. Jede Bohrung ist auf diesen Schnitt angepasst. Denn das heißt, wenn ihr das Ganze dann, es kann ja sein, dass ihr eure Kapp- und Gärungssäge die Platte hinmacht und dann habt ihr einen schrägen Schnitt, dann passen aber die ganzen Bohrungen am Schluss nicht mehr. Also das heißt, erst den Schnitt reinmachen und danach, nach diesem Schnitt, richtet ihr alle Bohrungen wirklich genau aus. Bei dieser Bohrung bin ich einfach 3 cm nach unten und 2,5 cm rüber und 3 cm von oben. Das sollte halt einfach passen, wenn ihr das Ganze runterschiebt, dass ihr da auf jeden Fall mit euren Armen nicht ans Sägeblatt kommt. Mehr ist es einfach gar nicht. Das könnt ihr eigentlich reinsetzen, wie ihr wollt. Aber wie gesagt, 3 von oben, 2,5 von der Seite. Und jetzt genau das ist es jetzt wieder. Richtet es aber wirklich von eurem Schnitt aus. Das heißt, ich habe von hier aus gemessen. Darüber sind es 2,5 und von diesem Schnitt, von dieser Kante sind es auch hier 2,5. Von der Höhe, das passt natürlich, wenn ihr von oben messt einfach. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst alle Bohrungen wirklich exakt von eurem Schnitt hier ausrichten. Diese Fräsung habe ich natürlich auch mit dem 8er Fräser gemacht und dass natürlich die M8er Sterngriffschrauben, dass die einfach super laufen drin. So, ihr habt es ja auch gesehen, ich habe in der Mitte ein Holzstückchen reingemacht, das ist genauso breit wie mein Schnitt von der Säge, um das Ganze dann richtig auszurichten. Ich bin auch nicht komplett auf Anschlag vorne hingegangen, sondern ich bin ein bisschen nach unten gegangen, habe dieses Holzstückchen reingemacht, habe einen 45-Grad-Winkel angelegt und habe dann natürlich das Ganze ausgerichtet. In der Mitte von diesem M8 in der Mitte einfach angezeichnet und zwar, das ist auch ganz einfach, wenn ihr das Ganze dann anlegt, nicht ganz runter und dann so reinzeichnet mit dem Kuli, dann ist es wirklich exakt auch in der Mitte ausgerichtet und das Ganze natürlich auf der anderen Seite gemacht, jetzt nichts bewegt oder so, gar nichts bewegt und das Ganze dann hier ausgerichtet, angezeichnet und natürlich dort dann die Bohrung gesetzt. Müsst halt einfach mal schauen, wo das Ganze anfängt. Da habe ich dann auch einfach mal, habt ihr ja gesehen, das Ganze angelegt und habe mal erstmal geschaut, wie weit geht denn meine Schraube, damit ich dann weiß, wie weit ich fräsen muss. Gut, jetzt kommen wir mal kurz zu diesen Einschraubgewinden, die ich da noch hier reingemacht habe. Das ist auch überhaupt kein Problem mit meiner kleinen Vorrichtung, die ich schon mal gebaut habe. Da gibt es auch ein richtig cooles Video dazu. Erstens mal kann ich absolut toll im 90-Grad-Winkel reinbohren, Freihand, ohne Bohrständer. Und dann kann ich natürlich auch noch mit dieser Vorrichtung ein Eindrehgewinde richtig schön und 90 Grad absolut top genau ins Holz reindrehen. Ich werde euch das ganze Video noch mal verlinken. Schaut es an. Ist echt ein cooles Werkzeug, habe ich sehr oft schon gebraucht und es funktioniert einfach top. Ihr seht selber, wie schön die Eindrehgewinde hier ins Holz versenkt sind.
Habt ihr das Ganze verstanden? Super toll, denn mehr ist es eigentlich gar nicht. Das Wichtigste, wie nochmal erwähnt, richtet das Ganze nach diesem Schnitt dann einfach aus. Also die ganzen Bohrungen, das setzt ihr wirklich nach diesem Schnitt hier aus, damit das Ganze einfach justiert ist und fertig und gut. Und dann funktioniert diese Vorrichtung echt mega. Was mich jetzt interessieren würde, das könnt ihr bitte gerne unten in die Kommentare reinschreiben und seid es wirklich mal ganz ehrlich. Wie genau könnt ihr mit eurer Kapp- und Gärungssäge wirklich dann mal Winkel schneiden? Das heißt, normalerweise auf meiner Festool, die ist wirklich fein justiert. Damit funktioniert es echt richtig mega gut. Mit der Petabo, die kann ich nicht so wirklich fein einstellen, damit es wirklich aufs Zehntel genau passt. Denn wenn ihr wisst es ja selber, ihr stellt die Kapp- und Gärungssäge ein, macht euren Schnitt, stellt sie dann um, macht euren Schnitt wieder und schon ist 1 Grad verstellt oder was auch immer. Und auf so eine Länge von Material, da kommt dann ein mega schlechtes Ergebnis raus. Und so müsst ihr es einfach nur wirklich messen mit einem Winkelmesser und das Ganze mit eurem Winkelmesser einstellen. Und schon funktioniert es und dieser Schnitt wird sowas von perfekt. Wie gesagt, schreibt es unten rein und seid wirklich ehrlich, wie genau ihr eure Schnitte hinbekommt. So meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat diese Vorrichtung gefallen. Auf dem Kanal gibt es noch so einige andere Vorrichtungen. Schaut da und stöbert da einfach mal ein bisschen rum. Da wird jeder fündig. Echt cool. Und wie gesagt, schreibt es ehrlich mal in die Kommentare rein. Und ihr könnt natürlich auch alles andere reinballern, wie euch diese Vorrichtung hier so taugt. Leute, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, vergesst die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.